Auf unserem Weg nach Armenien sind wir mittlerweile in Zentralanatolien angekommen. Wir fahren viel Offroad, staubige Pisten und haben natürlich auch wieder mit einigen kleinen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sehen unwahrscheinlich schöne Landschaften, besuchen den Götterberg in Zentralanatolien und lernen die türkische Gastfreundschaft kennen. Wir tauchen ein in den Orient. Ja, seid einfach mit dabei und genießt es, bei uns mit auf dem weiteren Weg dabei zu sein. Ja, jetzt haben wir eine rustikale Auffahrt gehabt. Wir sind jetzt hier an dem Tassi Canyon. Ging jetzt ungefähr 50 Kilometer nach Tal rein. Und jetzt werden wir uns davon mal den Canyon anschauen. Ja, das ist so eine schöne Aussicht hier. Das ist perfekt für ein Thumbnail. Ja Leute, da sitzt der Toni im Schatten. Also nicht, weil wir jetzt gestritten hätten und er bockig ist. Nein, das hat jetzt einen anderen Grund. Und zwar warten wir haben jetzt extra unsere Mopeds hier hingestellt. Wir wollten eine schöne Drohnenaufnahme machen mit diesem genialen Hintergrund. Und jetzt haben uns hier die 3 Touri-Jeeps mehr oder weniger überfallen. Aber wir sitzen das aus. Ich glaube, das dauert keine 3 Minuten, dann sind die wieder weg. Eigentlich sind sie schon überfällig. Die langweilen sich schon alle. Da muss immer Action und Remi-Demi sein. Wir sitzen das aus und deswegen der Toni im Schatten und damit wir unser schönes Selfie machen können. Die Backers wieder. Ich glaube, das waren jetzt 3,5 Minuten. Das haben wir ausgesessen. Goodbye. So, wir haben freie Bahn. Ja, weiter geht's wieder zurück nach Antalya und wir folgen dann auch einer Straße direkt am Meer. Und ja, was soll ich sagen? Macht euch selber ein Bild. So, jetzt haben wir eine kleine Bananen-Chai-Pause gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Die hängt auch schon ein paar Jahre dran. Die ist aber nicht mehr rund. Teepause.
Guten Morgen, heute ist Montag, der 11. Mai. Wir sind noch in Mersin in diesem Hotel. Heute geht es weiter Richtung Adana nach Kahramanmaraş. Wetter passt, ca. 23, 24 Grad. Es geht mit viel Verkehr jetzt aus der Stadt raus. Ist eine sehr große Stadt hier. 1,5 Millionen Einwohner. Die Fläche ist sehr großzügig, wie immer in der Türkei. Ja, und dann geht's weiter und dann schauen wir, dass der Tag auch gut wird. Ja, wir sind jetzt in Adana, eine große Moschee, und die wollen wir jetzt besuchen. So, wir sind jetzt in einem Bergdorf, Ayrılini oder wie es heißt. Da waren wir jetzt hier bei dem Dönerladen. Die haben sich total gefreut, dass wir gekommen sind. Hey, bitte sind bekliyoruz. Gece döner üstüne. Ja, da schau her, hier mit Aynen. Genau, er macht jetzt ein bisschen Werbung. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you, goodbye. Das ist krass. Hey! Da fahrst du 3000 Kilometer und da triffst du zufällig. Merhaba! Triffst die Leute wieder. Grüß euch! Okay. Grüß dich, Thomas. Hi! Hey. Hi! Sorry! Hey Martin, servus! Servus! Ja, schön, merci. Wirklich? Gel bak. Gel. Ja. Warte mal. Aber da gel. Knoblauch ist immer gut. Oh. So, das ist jetzt Lammpfanne. Jetzt schaltet er gerade den Backer aus. Wir wurden jetzt unterhalten hier vom Baggerteam, die hier irgendwelche Gräben ziehen. Jetzt glaube ich, hat er Wasserleitung erwischt. So, wir waren heute in diesem schönen Hotel hier in Kahramanmaraş. Hallo, Merhaba. Heute geht es zu viert weiter.
Ja, es geht immer weiter auf Schotterstraßen. Wir schrauben uns auch in höhere Lagen. Geht aber ganz gut, kein Problem zu fahren. Immer locker den Lenker halten und ja, einfach den Spuren folgen und weiter geht's. Und hier mal satter Einzylinder-Sound als Musikersatz. So, nächstes Thema Auspuffschraube. Ach, Auspuff verloren. Angeschraubt. Da. Da nein. Okay, da kommen wir noch. Ja. Nur 2 Schrauben verloren, aber es waren die 2 Schrauben vom Auspuff. Ja, Problem gelöst. Der Auspuff hängt wieder. Ich habe hier die Schrauben von den beiden Fußrasten verwendet, um hier den Auspuff festzumachen. Da werden wir jetzt schauen, ob wir jetzt M8er Schrauben kriegen. Jetzt geht es weiter und dann werden wir bei der Teepause vielleicht ein paar Schrauben organisieren. Nach den Anstrengungen waren wir in einem Bergdorf auf der Suche nach einem kleinen Imbiss. Eine Bäuerin und ihr Mann hat uns gleich in ihren Hof hineingewunken. Wir waren zwar erst sehr zögerlich, sind aber dann der Einladung gefolgt. Ja, und was dann kam, war einfach unbeschreiblich. Seht einfach selbst, was jetzt kommt. Wir bleiben im Dorf stehen und werden einfach eingeladen. Was für eine Gastfreundschaft. Schau mal, was die auftischen hier. Ahmed und sein Schwager Ahmed. Genau. So, bitteschön. Teschke, Mai. Schau mal hin, was hier auftischt wird. Ja, Butter und Joghurt Käse. und Butter Käse. und Käse zusammen. Okay. So, bitteschön. Da schau mal her. Das ist jetzt ein Butterkäse. Ja, Butterkäse. Ekmek. Dürüm. Dürüm. So, jetzt gibt es nochmal zum Abschluss von dem köstlichen Mittagessen gibt es jetzt noch Pistazien und fürstlich verwöhnt hier. Vielen Dank. Teşekkür ederim. Vielen Dank. Vielen Dank. Hoşça kal. Hallo, also vielen Dank. Martin hat eine Offroad-Route rausgesucht. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Schaut irgendwie aus wie der Pamir Highway. Und ich glaube, das war er auch. So, da hatten wir wieder Asphalt unter die Räder und es ging in Richtung Malatya. Ja, jetzt noch ein paar Aufnahmen von unserem Hotel hier unterhalb des Berges der Götter. Es war ein sehr anstrengender Fahrtag, aber natürlich auch super schön. Auch die Begegnungen in dem Dorf waren herrlich. Ja, das Motorrad wurde artgerecht bewegt und entsprechend sind natürlich hier auch die Schmutzerscheinungen, aber was soll's, dafür ist sie da.
Ja, guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 13. Mai. Wir sind hier in einem Hotel unterhalb des Nemrut Dai. Dagi schreibt man es, Dai spricht man es. Ja, gut geschlafen. Jetzt geht es auf den Gipfel. Wir werden uns jetzt die Statuen anschauen des König Antiochos. Gestern hatten wir ordentlich Offroad hinter uns. Man sieht es, also das Fahrzeug wurde artgerecht bewegt. Es ist nicht dreckig, nur leicht dreckig. Ja, und dann starten wir gemeinsam heute auf den Gipfel. So, angekommen am Parkplatz. Ja, oh ja. Jetzt noch einen ca. 1 Kilometer langen Weg hoch. Der Aufstieg wird jetzt etwas rustikaler. Jetzt geht's die Natursteine hoch. Der Toni macht langsam. Der Thomas und ich sind gut dabei. Dieser Berg liegt im Südosten der Türkei, ist 2150 Meter hoch und ist eine der höchsten Erhebungen in dem nördlichen Mesopotamien. König Antiochos hatte sich hier eine Kombination aus Heiligtum und Grabstätte erbauen lassen. Der Berg gehört seit 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe. So, und jetzt geht der Weg wieder runter. Ist ein bisschen einfacher wie hinauf. Hier ist das schöne Umland von Anatolien. Eine römische Brücke. Aber dass die Römer so weit vorn hier im Osten waren,
Ja, auf dem Weg nach Kemali haben wir jetzt eine schöne kleine alte Brücke entdeckt. Und ich genieße dabei mit euch die Aussicht hier. Wir waren jetzt gerade auf dem Pass oben auf 1400 Meter. Da war wirklich eisekalter Wind. Hier im Tal ist wieder schön warm. Herrlich warm, herrlich frisch alles. Grüne Natur, tolles Flair. Super. Ja, wir genießen es sehr, nicht nur zu reisen und Kilometer zu machen, sondern auch solche schönen Orte wie hier einfach mal zu verweilen, ein paar Fotos zu machen, Aufnahmen zu machen. Und ja, wir kommen auch mit Einheimischen ins Gespräch. Keine Angst, sie wollten nur mit uns reden und wir hatten ein nettes Miteinander. Viele Zuschauer fragen mich, wie schlägt sich denn dein Motorrad? Nach dem Tankriss gab es jetzt auf dieser Etappe keine nennenswerten größeren Reparaturen. Nur Kleinigkeiten, die konnten wir aber gut in den Griff bekommen. Und ich bin zuversichtlich, dass auch die weitere Reise gut gehen wird. Unser Weg geht weiter. Im nächsten Teil werden wir durch den Dark Canyon fahren, auch wieder nette, gastfreundschaftliche, hilfsbereite Menschen kennenlernen. Wir tauchen immer weiter in den Osten der Türkei ein und werden natürlich auch von den Naturgewalten etwas überrascht. Ja, im nächsten Teil fahren wir an den Vansee, den größten See in der Türkei mit seinen bekannten Katzen, und an den Berg Ararat im Grenzgebiet Iran, Armenien, Türkei. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.